So, hallo liebe Fahrradwohnwagenfreunde und Draußenschläfer. Hier ist wieder euer Matthias und ich habe gedacht, ich mache mal wieder ein kleines Video für euch. Und zwar haben mich nämlich die letzten Tage über immer wieder Freunde und Familie mal gefragt und die haben gesagt, Mensch, du machst doch bald eine kleine Europatour oder eine große Europatour, ja, mit deinem Fahrrad und deinem Fahrradwohnwagen. Und sag doch einfach mal, was nimmst denn du alles so mit auf deine Reise? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch eine super Sache. Da könnte ich doch mal ein Video auch für euch machen. Und wenn ihr Lust habt, dann guckt euch das Video an und ich zeige euch mal, was alles tatsächlich in diese kleine Kiste reinpasst. Ich bin auch wirklich erstaunt, was da so alles reingeht. Also, auf geht's. So, ihr Lieben, ich fange einfach mal hier oben an. Ich habe da schon mal was vorbereitet, denn wenn man auf so eine Reise geht, ja, braucht man auf jeden Fall Kleidung. So, und da habe ich im Internet diese schönen Taschen hier gefunden und da kann man wunderbar seine Kleidung reintun. Was ich hier ganz praktisch finde, ist, dass die auch so ein kleines Netz hier oben haben, ja, dass da alles ein bisschen gut durchlüftet ist. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist an diesen Taschen, ist, dass an diesen Taschen immer noch so ein Haken hier oben dran ist, ja. Das heißt, man kann die bequem irgendwo mal hinhängen, in den Camper rein oder auch mal draußen dran. Finde ich super gut. Also ich bin mit diesen Taschen hier sehr zufrieden. Mache jetzt auch einfach nur Werbung in eigener Sache, das sollt ihr wissen. Okay, dann geht's hier mal weiter. Das hier, das ist meine Waschmaschine. Die meisten von euch kennen das vielleicht gerade aus dem Campingbereich, ne? Das ist einfach so ein stabiler Plastiksack sozusagen, extra dafür gemacht. Da sind auch ein paar Noppen eingearbeitet und man kann halt da Wasser reinfüllen, Kleidungsstücke reintun und ein bisschen Waschmittel. Und dann kann man das als Waschmaschine benutzen. Habe ich noch nicht ausprobiert, ich bin super gespannt. Und ich kann euch ja mal auf der Fahrt berichten, wie gut das oder wie schlecht das funktioniert, ja, sage ich euch noch. Genau, dann geht's hier ein bisschen weiter hier hinten. Das ist natürlich mein Kulturbeutel sozusagen mit Pflegeprodukten. Ich bin halt ein Mann und brauche nicht so viel und das passt alles da rein. So, dann geht's hier weiter. Mit dabei habe ich natürlich einen schönen Stuhl zum Sitzen, weil mein Camper ja relativ klein ist. Habe ich mir gedacht, ich möchte einen schönen Stuhl haben, um halt mal draußen sitzen zu können. Und wenn man schon so einen schönen Stuhl hat, da möchte man auch noch einen kleinen Campingtisch dazu haben, wo man vielleicht auch mal seinen Laptop drauf tun kann oder was auch immer. Ja, den habe ich da hinten drin. Und damit ich überhaupt mit so einem Laptop arbeiten kann, ist natürlich eine Stromversorgung unglaublich wichtig. Und da ist auch einiges zusammengekommen, wie ihr seht. Ja, ich habe zum Beispiel hier hinten habe ich eine sehr große Solarplatte. Eine etwas kleinere noch, das sind alles so mobile Sachen, ne, die man einfach mit rausnehmen kann. Ich habe dann hier unten 3 so kleinere Powerbanks, die finde ich richtig klasse. Die machen mir immer viel Spaß hier. Und dann habe ich da hinten noch kleinere Solarzellen und ich habe hier noch so eine Solarzelle zum Ausklappen. So im Einzelnen würde ich dann einfach nochmal ein separates Video davon machen, wie viel Watt die einzelnen Solarzellen an sich bringen und so weiter. So, und falls die Sonne mal nicht scheint, habe ich mir gedacht, habe ich einfach mal so einen Adapterstecker mir besorgt. Ja, das ist, um einfach an den Stromladesäulen einfach auch Strom abzweigen zu können sozusagen, um damit die Powerbanks zu laden. Ja, hier sieht man natürlich noch einen Gummihammer, den kann man vielleicht immer mal gebrauchen, um noch einen Hering oder so in den Boden zu schlagen. Genau. So, dann habe ich da hinten noch, was ist denn das? Polymorph. Das ist super spannend und zwar hat Polymorph mir der Jörg empfohlen. Den Jörg kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist der Jörg von Outdoor und Campingfreunde, der immer mit seinem Modi unterwegs ist und hat gesagt, nimm mal so ein bisschen Polymorph mit. Das ist so ein Kunststoff, den man in kochenden Wasser erhitzen kann, um damit was zu reparieren. Ich habe damit schon ein paar Sachen ausprobiert. Ist auf jeden Fall sehr interessant und nehme ich auf jeden Fall mit auf die Reise. Ja, dann hier unten natürlich ein paar Ersatzspeichen. Dürfen nicht fehlen. Ja? Man weiß ja nicht, durch welche Schlaglöcher man so fährt. So, Kabelbinder, denke ich mal, sind auch obligatorisch. Muss man einfach mitnehmen. Hält alles zusammen, immer ganz wichtig. Dann habe ich hier gut verpackt. Man sieht es doch, man kann es ganz gut erkennen. Das sind einfach nochmal zusätzliche Bremsscheiben. Ist immer mal schnell passiert, ne, dass irgendwie ein kleiner Unfall passiert und die sind verbogen. Also da habe ich auf jeden Fall 2 Ersatzbremsscheiben mit. Ja, das kann hier auch nicht schaden, dass man einfach mal Ersatzschläuche für den Camper und fürs Fahrrad mitnimmt, fürs Erste.
Dann natürlich hier auch einfach mal nochmal eine Reinigungsbürste. Ist halt wichtig, wenn man mal durch Schlamm und Regen fährt, dass man die Kette schön sauber bekommt. Direkt hier neben, ich habe es nicht extra im Einzelnen ausgepackt, sind nochmal kleine Kabelbinder drin. Da sind auf jeden Fall noch Bremsbeläge drin, ein paar Ersatzkabel und halt so Reparaturzeug, ein paar Ventile. Na, alles, was man so braucht, wenn man unterwegs ist. Dann habe ich oben noch so ein paar Gummibänder zum Sichern, das kann auch nicht schaden. Genau, zum Reinigen habe ich dann hier noch so ein paar Produkte. Habe ich mal so einen Bio-Kettenreiniger mir geholt. Mal gucken, ob der was taugt, aber ich denke, das ist ganz gut, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist, einen Bio-Kettenreiniger zu verwenden. Und noch ein bisschen Kettenöl, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ja, das sollte man auch mitnehmen. Ja, dann habe ich jetzt hier noch eine Schnur. Die kann man natürlich vielseitig einsetzen. Vielleicht um etwas festzumachen, sie als Wäscheleine zu benutzen. Was auch immer da noch so passiert. Genau, hier habe ich noch weitere Ersatzteile drin. Hier habe ich noch Fahrradwerkzeug drin. Ja, seht ihr alles, was man so braucht, ja, um sein Fahrrad vielleicht instand zu setzen. Hier noch ein Trichter, um nochmal irgendwo Wasser reinzufüllen, umzufüllen. Ist immer ganz wichtig. Da drin sind noch ein paar Mülltüten. So, dann sieht man hier eine Warnweste. Ich habe nämlich im Internet gelesen, dass es sein kann, sofern die Information stimmt, dass in manchen Ländern Warnwesten getragen werden müssen auf dem Fahrrad. Ich glaube, Italien war das oder so. Ich muss noch mal schauen. Ich nehme auf jeden Fall eine mit. Falls mich mal die Polizei anhält, kann das nicht schaden. Ja, und dann habe ich hier hinten meinen riesengroßen Verbandskasten. Musste ich ein bisschen anpassen. Wenn man schon einen kleinen Camper hat, dann ja, darf man nur einen kleinen Unfall haben. Dann nimmt man auch nur einen kleinen Verbandskasten mit. So, was haben wir denn noch hier? Hier habe ich noch so eine Heizdecke drin. Die habe ich jetzt nur ein bisschen verpackt, damit sie ein bisschen vor Wasser geschützt ist, je nachdem. Also hier ist eine Heizdecke drin, eine 12 Volt Heizdecke. Die finde ich total super, ne? Also einfach kurz an die Powerbank angeschlossen und urgemütlich. Das hier hinten ist einfach eine Daunendecke. Die ist gar nicht mal so dick, aber die habe ich bis jetzt immer schon dabei gehabt. Und ich habe ja letztes Jahr meine erste Testfahrt schon im Dezember gemacht. Und die hat wunderbar warm gehalten. Klar, ne? Eine lange Unterhose noch dann runter. Vielleicht noch ein Pullover angehabt beim Schlafen. Aber wunderbar. Also Daune kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, dass es dann auch nur von glücklichen Tieren ist. Weil steht ja immer drauf, ja. Also muss ich den Leuten vertrauen, dass die keine Qualen erlitten haben. Aber Daune habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen mitgemacht. So, das ist ganz witzig. Was ist das? Das ist eine Rotlichtlampe. Die habe ich mir jetzt letzte Woche noch mal ganz schnell bestellt. Weil das Thema Heizen beschäftigt mich auch. Werde ich bestimmt auch noch mal ein extra Video dazu machen. Einige von euch wissen ja, dass ich mir so eine kleine Fußbodenheizung mit so einem Gartenschlauch in meinen Camper reingelegt habe. Und ich probiere gerade so ein paar Sachen aus. Und einige von euch haben ja auch eine Infrarotheizung sich reingebaut. Also solche Infrarotplatten. Konnte ich jetzt nachträglich nicht mehr reinbauen bei mir und auch gewichtemäßig geht das einfach nicht mehr. Und ich glaube, die hier wiegt 300 oder 400 Gramm. Ich habe sie letztens schon mal kurz ausprobiert. Zieht natürlich eine Menge Strom, also die hat 100 Watt. Macht aber ultra warm, also gibt gute Wärme ab. Und ich werde euch mal berichten, welche Erfahrungen ich damit so mache. So, das ist einfach ein ganz normaler Heizaufsatz. Der geht auch sehr gut, ja, für diese Gaskartuschen. Dann habe ich hier noch so ein Petromax mit, ja, falls ich dann doch mal irgendwie mir doch ein kleines Feuerchen machen möchte, kann ich einfach mal den Petromax kurz aufbauen. Und das hier unten, das ist ein Axtschärfer. Ich habe auch in meinem Camper noch eine kleine Axt. Na, wenn ich mir ein bisschen Holz organisieren muss für meinen Petromax, weiß ich alles noch nicht genau. Muss ich gucken. So, dann geht's hier noch weiter. Es hört gar nicht auf. Dann habe ich jetzt hier noch so einen Privatkram von mir sozusagen. Ich mache auch privat gerne ein bisschen Musik. Und da habe ich mir so ein paar Sachen hier zusammengestellt, die nicht ganz so groß sind. Und auch nicht ganz so viel wiegen, so ein paar Effektgeräte und Kabel und Aufnahmegeräte und so weiter. Ne? Das ist einfach so mein Hobby und darauf möchte ich nicht verzichten. Und habe noch so eine kleine Musikbox hier mit, ja, falls ich dann nochmal Musik hören möchte. Und wie gesagt, ich mache gerne Musik. Ich habe hier noch so ein kleines Mini-Keyboard mit, was man am Computer anschließen kann. Und hier hinten sind nochmal so ein paar kleine Powerbanks, die ich mitnehme. Die kann man auch wunderbar, sage ich mal, an dieses Musikinstrument anschließen und da ist ein bisschen Strom drin.
Und es ist wunderbar. So, was habe ich noch? So ein paar Batterien, die man vielleicht noch braucht. Und was man natürlich auch braucht, ist Gas zum Kochen, ja. Also hier sind so ein bisschen die Kochutensilien drin. Und ja, jetzt werden einige von euch vielleicht sagen, Mensch, der nimmt aber viel Gas mit. Ihr wisst, ihr lieben Leute, Gas ist gerade ein ziemlich heikles Thema. Und da will ich ein bisschen vorgesorgt sein. Nein, eigentlich nicht. Also ich werde am Anfang ein paar Gaskartuschen mitnehmen, damit ich nicht gleich alles kaufen muss. Und wenn die nach und nach aufgebraucht sind, werde ich dann mal irgendwo zwischendurch im Baumarkt vielleicht 1 oder 2 Gaskartuschen immer nachkaufen. Genau, was hier oben drauf ist, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich habe es jetzt nicht ausgepackt. Da ist ein ziemlich hochwertiger Wasserfilter drin. Und man weiß ja nicht, ne, für schlechte Zeiten, was da noch so passiert. Wir wollen natürlich nicht hoffen, dass irgendwelche Krisenzeiten kommen, aber so könnte ich auf jeden Fall mir nochmal ein bisschen Wasser aus einem See oder aus einer Pfütze pumpen und soll angeblich auch Viren aus dem Wasser filtern. Schauen wir mal. Ja, eine kleine Schaufel, die kann man ja auch vielseitig einsetzen. Ne? Viele Menschen, die in der Natur sind, die wissen jetzt bestimmt, wofür man auch so eine Schaufel gut gebrauchen kann. So, wir kommen langsam zum Ende. Hier habe ich einfach noch mal so ein paar Medikamente reingetan. Ich habe mir gedacht, kann die Pharmaindustrie mal ein bisschen unterstützen. Die verdient noch nicht genug. Ja, aber sicherheitshalber, ne? Kann ja immer mal irgendwas sein, dass man doch mal irgendwie ein paar Schmerzen hat oder so. Da finde ich ganz gut, wenn man mal so 1, 2 Tage überbrücken kann. Ja, und hier ist halt noch mal so ein kleines Stativ zum Filmen und so weiter. Und was sehe ich gerade noch hier aus dem Augenwinkel? An meinem Camper ist hier vorne auch noch eine Tasche dran, eine wasserdichte Tasche. Da kann ich auf jeden Fall auch noch gut was reintun und transportieren. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich alles tatsächlich so mit auf meine Reise mitnehme. Und das ist eine ganze Menge und wie gesagt, ich probiere es auf jeden Fall aus, mit dem Gewicht und mit den ganzen Sachen erstmal loszumachen. Und wenn ich dann unterwegs merke, dass das ein oder andere doch zu viel ist oder dass ich es einfach nicht brauche, dann packe ich einfach ein paar Sachen in ein Paket und schicke das vielleicht zu Freunden und Familie, die das dann für mich aufbewahren, ja. Und ja, ich werde euch ja weiter informieren. Ich finde es auch super klasse, dass ihr mich begleitet auf meiner Reise. Darauf freue ich mich schon sehr, ja, dass ihr mit dabei seid. Und ja, dann berichte ich euch einfach, ne, ob das zu schwer ist oder ob es in Ordnung ist oder ob ich noch mehr reinladen soll, ja. Weil letztendlich ist das ja auch mein Zuhause und ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer damit getan und habe überlegt, Mensch, ja, was nimmst du alles mit, was nimmst du nicht mit? Das ist auch eine super spannende Sache, ne, wenn man mal so auf ganz viel verzichten muss, in Anführungsstrichen, oder möchte. Da merkt man einfach, wow, so wenn man dann so seine Wohnung kündigt und aufgibt, dass man doch natürlich gerne so viel wie möglich mitnehmen möchte, aber geht halt nicht, ne? Also ist gerade super spannend und ich werde auf jeden Fall auf meiner Reise noch ganz viel darüber berichten. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Video. Ciao.